Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Sie auf eine Zeitreise mitnehmen, zurück in ein Jahr, das die deutsche Geschichte nachhaltig geprägt hat, das Jahr 1940. Es war das zweite Jahr des Zweiten Weltkriegs, eine Zeit voller Widersprüche, in der militärische Erfolge und zunehmende innere Unterdrückung Hand in Hand gingen. Wir werden heute einen ehrlichen Blick auf den Alltag der Menschen werfen, auf ihre Freuden und Ängste, ihre Hoffnungen und Nöte. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie das Leben in Deutschland im Jahr 1940 wirklich aussah. Das Jahr 1940 begann für Deutschland mit einer Phase, die als Sitzkrieg bekannt wurde. Nach dem Überfall auf Polen im September 1939 herrschte an der Westfront zunächst eine merkwürdige Ruhe. Doch diese trügerische Stille sollte nicht lange anhalten. Im April startete die Wehrmacht ihre Offensive gegen Dänemark und Norwegen, im Mai folgte der Westfeldzug gegen Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Der schnelle militärische Erfolg, insbesondere die überraschend rasche Niederlage Frankreichs im Juni, löste in Deutschland eine Welle der Euphorie aus. Die Propaganda feierte diese Siege als Beweise der deutschen Überlegenheit. Viele Menschen glaubten damals tatsächlich, dass der Krieg bald siegreich beendet sein würde. Die Siegesmeldungen dominierten die Nachrichten, und das Regime nutzte diese militärischen Erfolge geschickt, um seine Position im Inneren zu festigen. Gleichzeitig begann im Sommer die Luftschlacht um England, die erste größere Niederlage, die jedoch vor der Bevölkerung weitgehend verschleiert wurde. Der Alltag in Deutschland des Jahres 1940 war durchdrungen von nationalsozialistischer Propaganda. Joseph Goebbels, der Reichspropagandaminister, hatte ein engmaschiges Netz aufgebaut, das alle Bereiche des öffentlichen Lebens erfasste. Das Radio war das wichtigste Propagandainstrument. Fast jeder Haushalt besaß einen Volksempfänger, und das Abhören ausländischer Sender war bei Strafe verboten. Die Wochenschau im Kino zeigte ausschließlich sorgfältig inszenierte Bilder vom Kriegsgeschehen, die die Wehrmacht stets siegreich darstellten. Zeitungen und Zeitschriften waren gleichgeschaltet und verbreiteten die Ideologie des Regimes. Kritische Stimmen waren verstummt oder ins Exil gegangen. In den Schulen wurde die Jugend systematisch indoktriniert. Die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel waren Pflichtorganisationen, in denen Millionen junger Menschen nach den Vorstellungen des Regimes geformt wurden. Der Druck zur Konformität war enorm. Wer nicht mitmachte oder Zweifel äußerte, riskierte seine berufliche Existenz oder Schlimmeres. Trotz der Kriegswirtschaft war die Versorgungslage in Deutschland im Jahr 1940 noch relativ stabil, zumindest verglichen mit späteren Kriegsjahren. Die Rationierung war bereits im September 1939 eingeführt worden. Jeder Bürger erhielt Lebensmittelkarten für Brot, Fleisch, Fett, Zucker und andere Grundnahrungsmittel. Die zugeteilten Mengen waren knapp bemessen, aber im Großen und Ganzen ausreichend. Es entwickelte sich jedoch schnell ein Schwarzmarkt, auf dem zu überhöhten Preisen Waren ohne Marken erhältlich waren. Die Industrie war weitgehend auf Kriegsproduktion umgestellt. Viele Männer waren bereits eingezogen, weshalb zunehmend Frauen in den Fabriken arbeiteten, auch wenn die NS-Ideologie dies eigentlich ablehnte. Zusätzlich wurden ausländische Zwangsarbeiter eingesetzt, deren Zahl ständig wuchs. Die Arbeitszeiten waren lang, die Löhne wurden kontrolliert. Das Regime versuchte, die Moral der Heimatfront hochzuhalten, indem es betonte, dass jeder seinen Beitrag zum Sieg leisten müsse. Sparsamkeit und Opferbereitschaft wurden als patriotische Tugenden gepriesen. Das Familienleben im Jahr 1940 war bereits deutlich vom Krieg geprägt. Millionen Männer waren an der Front, und die Frauen mussten allein den Haushalt führen und oft zusätzlich arbeiten. Die Sorge um Väter, Söhne und Brüder war allgegenwärtig. Briefe von der Front waren kostbare Lebenszeichen, doch oft dauerte es Wochen, bis Post ankam. Die Rolle der Frau veränderte sich trotz der offiziellen NS-Ideologie, die Frauen hauptsächlich als Mütter und Hausfrauen sah. Die Realität des Krieges zwang viele Frauen in Berufe und Positionen, die zuvor Männern vorbehalten waren. Kinder wuchsen in einer Atmosphäre permanenter Propaganda auf.
In der Schule lernten sie nicht nur Rechnen und Schreiben, sondern auch die Rassenideologie des Regimes. Dennoch blieben viele Elemente eines normalen Kinderalltags erhalten. Kinder spielten auf den Straßen, sammelten Heilkräuter für die Volksgesundheit oder Altmaterial für die Kriegswirtschaft. Der soziale Zusammenhalt in den Nachbarschaften war oft stark, man half sich gegenseitig bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen. Auch im Krieg versuchte das Regime, ein gewisses kulturelles Leben aufrechtzuerhalten, allerdings streng kontrolliert und zu Propagandazwecken. Das Kino war ein beliebtes Unterhaltungsmedium. Neben der obligatorischen Wochenshow liefen Unterhaltungsfilme, die von den Alltagssorgen ablenken sollten, aber auch Propagandafilme wie Judsüß, die antisemitische Hetze verbreiteten. Theater und Oper spielten weiterhin, wobei moderne oder als entartet geltende Kunst verboten war. Klassische deutsche Komponisten wie Wagner und Beethoven wurden besonders gefördert. Der Sport hatte eine wichtige Funktion für die körperliche Ertüchtigung der Bevölkerung, die als Vorbereitung für den Krieg verstanden wurde. Urlaubsreisen waren durch die Organisation Kraft durch Freude auch für einfache Arbeiter möglich geworden, wurden aber zunehmend eingeschränkt. Radio und Musik spielten eine zentrale Rolle im Alltag. Neben Propagandasendungen gab es auch Unterhaltungsmusik, wobei Jazz und andere undeutsche Musikstile verboten waren. Viele Menschen suchten in diesen kulturellen Angeboten eine Flucht aus dem grauen Alltag. Während ein Teil der Bevölkerung von den militärischen Erfolgen berauscht war, verschärfte sich die Verfolgung aller, die nicht ins nationalsozialistische Weltbild passten. Die jüdische Bevölkerung litt unter zunehmender Ausgrenzung und Entrechtung. Im Jahr 1940 wurden die ersten großen Deportationen vorbereitet. Juden mussten den gelben Stern tragen, dürften bestimmte Berufe nicht mehr ausüben und waren aus dem öffentlichen Leben weitgehend verbannt. Auch politische Gegner, Homosexuelle, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen und andere Gruppen wurden verfolgt. Die sogenannte Euthanasie-Aktion, bei der Menschen mit Behinderungen systematisch ermordet wurden, lief bereits auf Hochtouren. Gleichzeitig gab es Widerstand, wenn auch im Verborgenen. Einzelne mutige Menschen versteckten Verfolgte, verbreiteten illegale Flugblätter oder organisierten sich in kleinen Widerstandsgruppen. Die Weiße Rose sollte erst später bekannt werden, aber bereits 1940 gab es Menschen, die das Regime ablehnten und Widerstand leisteten. Die Gefahr war enorm, denn die Gestapo war allgegenwärtig und Denunziationen waren an der Tagesordnung. Die Kirchen befanden sich im Jahr 1940 in einer schwierigen Lage. Das NS-Regime hatte anfangs versucht, die Kirchen zu kontrollieren und für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Viele Geistliche arrangierten sich mit dem Regime, einige unterstützten es sogar aktiv. Es gab jedoch auch mutigen Widerstand aus kirchlichen Kreisen. Die bekennende Kirche, zu der Persönlichkeiten wie Dietrich Bonhoeffer gehörten, lehnte die Gleichschaltung ab und beharrte auf der Unabhängigkeit des Glaubens. Katholische Bischöfe wie Clemens August Graf von Galen sollten später öffentlich gegen die Euthanasiemorde protestieren. Gottesdienste fanden weiterhin statt, und für viele Menschen waren sie ein Rückzugsort, an dem sie Trost und Gemeinschaft fanden. Gleichzeitig versuchte das Regime, religiöse Feste durch eigene Feiern zu ersetzen und besonders die Jugend von den Kirchen wegzuführen. Die Spannung zwischen christlichem Glauben und nationalsozialistischer Ideologie war spürbar, auch wenn viele versuchten, beides miteinander zu vereinbaren. Das Leben im Jahr 1940 unterschied sich erheblich zwischen Stadt und Land. In den Städten war die Kontrolle durch Partei und Staat intensiver spürbar. Hier lebten die Menschen dichter beieinander, die Überwachung war engmaschiger. Gleichzeitig boten die Städte mehr kulturelle Angebote und bessere Versorgungsmöglichkeiten, zumindest anfangs. Die Gefahr durch Luftangriffe wuchs, besonders nach dem Beginn der britischen Bombenangriffe, auch wenn diese 1940 noch begrenzt waren. Auf dem Land hingegen war das Leben traditioneller geprägt. Die Landwirtschaft musste die Ernährung der Bevölkerung sicherstellen, und Bauern hatten oft besseren Zugang zu Lebensmitteln. Die Kontrolle durch die Partei war etwas weniger intensiv, obwohl auch hier Ortsgruppenleiter und Blockwarte das Leben überwachten.
Viele Bauernsöhne waren eingezogen, was die Arbeitslast auf den Höfen erhöhte. Kriegsgefangene und später Zwangsarbeiter mussten diese Lücken füllen. Die Gemeinschaft auf dem Dorf war oft enger, was Vor- und Nachteile hatte, man half sich gegenseitig, aber Außenseiter und Andersdenkende fielen schneller auf. Meine Damen und Herren, das Leben in Deutschland des Jahres 1940 war geprägt von extremen Gegensätzen. Es war eine Zeit militärischer Triumphe, die viele Menschen in einen Rausch des Sieges versetzten, während gleichzeitig ein verbrecherisches Regime seine Herrschaft verfestigte und Menschen systematisch verfolgte und ermordete. Es war eine Zeit, in der Alltag und Propaganda untrennbar miteinander verwoben waren, in der Nachbarn zu Denunzianten werden konnten und in der Konformität oft als Überlebensstrategie diente. Dennoch gab es auch menschliche Wärme, Hilfsbereitschaft und einzelne Akte des Widerstands. Wenn wir heute auf dieses Jahr zurückblicken, müssen wir uns vor simplen Urteilen hüten. Die Menschen von damals lebten unter Bedingungen, die wir uns kaum vorstellen können, unter permanenter Propaganda und zunehmendem Druck. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass Millionen von ihnen das Regime unterstützten oder zumindest tolerierten, während andere verfolgt und ermordet wurden. Die Lehren aus dieser Zeit bleiben aktuell, die Bedeutung von kritischem Denken, von Zivilcourage und von der Verteidigung demokratischer Werte. Das Jahr 1940 zeigt uns, wie schnell eine Gesellschaft in die Barbarei abgleiten kann, wenn diese Werte aufgegeben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.